Immer wieder bekomme ich Mails mit der Frage, hey Thomas, schau mal, bei der einen Stelle in dem einen Sowieso-Lied komme ich einfach nicht weiter und ich habe das Gefühl, ich fange immer wieder von vorne an und ich kann üben, wie ich auch will, ich komme da einfach nicht weiter. Wenn auch du dieses Problem oder eine ähnliche Situation kennst, dann ist dieses Video für dich. Thomas Forschbach hier von Werde Musiker und ja, ich denke, eine ähnliche Situation kennt eigentlich jeder im Leben, ja, und wenn es nicht beim Klavierspielen ist, also ich glaube, viele von uns kennen es tatsächlich beim Einüben einer bestimmten Passage, eines bestimmten Stücks, wo auch immer, ja, wenn nicht da, dann im Alltag irgendwie, ja, ist irgendwie gerade, keine Ahnung, der Boden frisch gewischt und kippt der einmal Kleister um, muss der Boden neu gewischt werden, komplett, ja, also wieder von neu anfangen. Oder ein Klassiker bei mir ist es, bei der Videoproduktion. Also ich versuche es natürlich zu vermeiden, trotzdem kommt es immer wieder mal vor, egal ob einer hinter der Kamera steht oder nicht, dass die Kamera irgendwie nicht richtig aufnimmt. Ja, ist irgendwie nicht richtig, die unterschiedlichsten Gründe, ja, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Dann habe ich ein Video aufgenommen und dann checken wir das irgendwie so, okay, Aufnahme zu Ende und dann wurde gar nichts aufgenommen. In dieser Situation, also du kennst das bestimmt, ich bin total, also es ist keine schöne Situation, okay? Ich denke, wir wissen, wovon wir sprechen. Okay, also genau um solche Situationen geht es, also jetzt nicht nur im Leben, aber vor allem beim Klavierspielen gibt es einfach die Situationen, die zum Teil zu verzweifeln sind. In einer solchen Situation habe ich mir einfach angewöhnt, reflexartig an Folgendes zu denken. Oder mir Folgendes bewusst zu machen. Nämlich, also klar, in dem Moment ist es erstmal frustrierend. Das ist ja etwas, da hat man irgendwie gearbeitet oder was gemacht, auch vielleicht über einen längeren Zeitraum. Und dann war alles umsonst und es musste nochmal gemacht werden. Das ist ja eigentlich etwas, das macht kein Mensch gerne, ne? So Arbeit umsonst irgendwie. Vielleicht kennst du das sogar auch bei dir von der Arbeit oder irgendwie, dass du wirklich etwas erstellt hast, vielleicht über einen längeren Zeitraum von einer Woche, von einem Monat, vielleicht noch länger. Und dann war alles umsonst und muss von neu angefangen werden. Die Sache ist, ich finde, man kann das einfach positiv sehen. Also gar nicht sehen, wie toll, ich habe alles umsonst gemacht. Nein, aber es geht ja trotzdem weiter. Also wenn man einfach sofort wieder anfängt, okay, ist zwar nicht so gut gelaufen, ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, okay, für kurze Zeit finde ich das okay, aber dann finde ich es wichtig, möglichst schnell sich bewusst zu machen, okay, warte mal, wenn ich jetzt nicht aufgebe, sondern es jetzt einfach nochmal mache, dann muss es ja irgendwann funktionieren. Also klar, aus den Fehlern lernen ist natürlich sehr wichtig. Das ist auch vielleicht ein Gedanke, der jetzt erstmal so relativ logisch klingt oder vielleicht auch sogar sehr schwierig klingt. So nach dem Motto, ich kann mich da nicht zusammenreißen, wenn mir sowas passiert. Aber ich möchte dich zumindest einmal einzuladen, das Ganze einfach so zu sehen, hey, okay, ich probiere es einfach nochmal. Nämlich die Sache unterm Strich, und das ist das alles Entscheidende, unterm Strich geht es ja viel schneller. Also anstatt jetzt erstmal eine Woche deprimiert zu sein und zu sagen, ach nee, ich glaube, ich schmeiße es hin oder dann hat man ja unterm Strich sogar viel mehr verloren. Also nämlich genau das ist der Punkt. Den muss man sich mal bewusst machen. Mache ich es einfach nochmal, probiere ich so lange, bis es funktioniert oder gebe ich auf oder ärgere mich jetzt erstmal eine ganze Zeit lang. Ja, letztendlich der Ärger, das ist ja, damit schadet man ja eigentlich immer nur sich selbst, wenn man sich dann darüber ärgert, ne? Lohnt sich also gar nicht, lieber positiv sehen. Lieber sagen, okay, Mist, hat nicht geklappt, machen wir es einfach nochmal und dann geht's weiter. Das ist definitiv eine Sache, die hat mir persönlich sehr geholfen, also sowohl beim Klavierspielen lernen, aber auch einfach, klar, in allen möglichen Bereichen immer wieder das Ganze einfach positiv zu sehen. Im ersten Moment ist es vielleicht nicht immer ganz einfach, aber so mit der Zeit macht es großen Spaß, wenn man merkt, was tatsächlich unterm Strich bei rumkommt. Nämlich das Ergebnis lohnt sich und das ist eigentlich so die Hauptaussage. Es lohnt sich für das Ziel, nämlich wenn man dann diese eine Stelle spielen kann und es funktioniert, dann ist es ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Es klingt wunderschön und es macht großen Spaß, dann auch zu merken, dass man etwas geschafft hat. Also, ich bin gespannt über deine Meinung. Kennst du die Situation?
Ist es für dich selbstverständlich vielleicht dann einfach zu sagen, ja, okay, kein Problem, dann mache ich es halt nochmal. Wie kommst du damit klar? Was hast du vielleicht für Lösungsansätze? Wie gehst du damit um? Würde mich brennend interessieren. Ich glaube, interessiert alle hier. Ich fände es cool, wenn jetzt hier unter diesem Video so ein kleiner Austausch stattfindet. Deswegen hinterlassen wir deinen Kommentar oder hinterlass uns deinen Kommentar. Wie geht's dir damit? Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und einen wunderschönen Tag heute.